Hi, ich bin Timo und heute zeige ich euch einen Look, den man sehr gut für Feiertage nutzen kann. Ich fange erstmal mit einem einfachen Look an und den baue ich dann Schritt für Schritt auf. Fürs Haut habe ich mit der No Doubt Foundation von Hero in der Farbe Fitzgerald vorbereitet. Und als Concealer habe ich den Concealer von Absolution, Le Multicorrecteur, in der Farbe 1 und 10 gemischt und damit alle Rötungen und Schatten abgedeckt. Im ersten Schritt benutze ich für das Augenlid die zwei Mineral Eyeshadows in der Farbe Brava Lava und in der Farbe Misty Rose. Man kann Pigmente immer sehr gut miteinander mischen und einen Ton schaffen, der zum Event passt. Und die zwei Töne mische ich miteinander. Um dem Auge jetzt schon etwas mehr Dimension zu geben, gebe ich jetzt mit dem Finger noch etwas von dem Mineral Eyeshadow von Hero in der Farbe Misty Rose auf das bewegliche Augenlid. Das Ganze ist jetzt schon ein schöner Look, aber ich betone jetzt auch noch das untere Auge. Für die Wimpern benutze ich den Badaboom Mascara von Hero. Für diesen Look tusche ich die oberen und auch die unteren Wimpern. Um den einfachen Look komplett zu machen, benutze ich für die Lippen einen nudigen Ton Sunset Lane von RMS Beauty und trage darauf den Le Glow Gloss von Absolution auf. Für etwas mehr Frisch im Gesicht benutze ich den Multistick von Hero in dem Ton After Hour. Diesen trage ich so auf die Wangen auf und verblende ihn dann mit dem Pinsel. Um das Auge noch etwas zu öffnen, trage ich etwas von dem Mineral Eyeshadow von Hero noch in die Inner Corner des Auges auf. Um den Look abzuschließen, mattiere ich jetzt noch ein paar Stellen im Gesicht, die noch etwas zu stark glänzen, und dafür benutze ich den La Poudre in dem Ton 1.0 von Absolution. Das ist der erste Look, der ist für mich schon auch sehr vollständig, aber man kann zu jedem Look immer noch ein bisschen mehr machen, und jetzt zeige ich euch, wie man noch einen Schritt weiter gehen kann. Um dem Augen-Make-up noch etwas Intensität und Schärfe zu geben, trage ich jetzt noch etwas Eyeliner auf. Beim Eyeliner kommt es immer darauf an, wo man hin möchte. Man kann einen Eyeliner eher geradliniger ansetzen oder etwas höher. Das hat dann einen leichten Lifting-Effekt. Das kommt auch ein bisschen auf das Auge an. Also wenn man nicht so viel Augenlid hat, dann empfiehlt es sich eher, den Eyeliner etwas gerader anzusetzen. Das kann man gut machen, wenn man am äußeren Augenrand anfängt zu schauen, wo der Eyeliner hin soll. Also etwa nach oben oder etwas gerade. Man kann eine erste Linie zeichnen und dann den Rest verbinden. Bei Fee setze ich den Eyeliner etwas mehr nach oben an. Um das Ganze noch etwas festlicher zu gestalten, benutze ich ein schönes sasses Rot von Hero in dem Ton Raw. Wenn man jetzt noch möchte, kann man noch mehr Tiefe in das Augen-Make-up bringen, indem man einen etwas dunkleren Ton nimmt. Man kann da eigentlich jeden dunkleren Ton benutzen, den man möchte. Das muss nicht unbedingt schwarz oder braun oder grau sein. Und mit diesem dunklen Ton geht man in die äußere Ecke des Auges und versucht dadurch den Schatten, der das Auge von Natur aus schon gibt, zu verstärken. In die Lidfalte rein und in das Auge rein, so viel wie ich möchte. Und erst dann schattiere ich etwas nach außen, um das Ganze zu verblenden. Für den Look habe ich jetzt auch den unteren Wimpernkranz etwas betont, aber nur an der äußeren Ecke. Das ist mein finaler Look an Fee. Und ihr habt gesehen, dass man Looks sehr gut aufbauen kann und man auch sehr gut variieren kann, ob man etwas stärker haben will oder nicht. Und das muss nicht immer so aussehen. Man kann auch den Eyeliner weglassen oder die rote Lippe oder die Schattierung im Auge und einfach ein bisschen spielen.